Herzlich willkommen, schön bist du da. Ich bin Celine, Gründerin von Period und das ist Period Presents, unser neues Format rund um den Zyklus, die Weiblichkeit und inspirierende Persönlichkeiten. Mein heutiger Gast ist Maja Scheldorfer, sie ist Kulturvermittlerin. Und wenn wir wirklich lange suchen müssen, bis wir jemanden gefunden haben, der mit uns über unser heutiges Thema redet, es scheint sehr ein heisses Eisen zu sein. Und zwar reden wir heute über die Wechseljahre. Aber sind denn die Wechseljahre wirklich so schlimm wie ihr Ruf? Das diskutiere ich heute mit der Maja. Viel Vergnügen. Fangen wir doch gerade sozusagen von vorne an und gehen ein paar Jahre zurück. Was sind bei dir so die ersten Anzeichen von deinen Wechseljahren? Also eben mal die unregelmäßige Menstruation war ein Thema und vor allem Hitzewallungen, aber auch an Licht. Also ich gehöre zu denen, die nicht so feste Symptome hatten, aber eben plötzlich so, ich habe warm und warum habe ich jetzt so warm? Es ist gar nicht warm. Ja, das ist so. Vielleicht Schlafstörungen auch, das war auch etwas, wo ich gemerkt habe, dass ich nicht so richtig ausgeruht war, verwacht bin, plötzlich einfach wach war in der Nacht und auch gedacht habe, was ist jetzt, tut mich ja gar nicht beschäftigen so fest und so weiter. So habe ich es eigentlich erlebt. Stimmungsschwankungen auch ein bisschen, ja. Du hast mir im Vorgespräch auch erzählt, dass du mit deinen Schwestern darüber geredet hast. Da war interessant, dass die das ganz unterschiedlich erlebt haben. Ja, das ist wirklich interessant. Also jetzt eben eigentlich um das riesige Spektrum auch klar machen, oder wo das aufgezeigt hat. Ich habe meine Schwester gefragt und auch meine Mutter, wie sie das erlebt haben. Und dann muss ich sagen, das ist innerhalb von einer Familie sind das 4 verschiedene Erlebnisberichte. Und das habe ich echt spannend gefunden. Also eben die eine hat dann schlussendlich Hormone genommen, weil sie hat wirklich sehr starke Hitzewallungen hatte, also wirklich bis plötzlich einen nassen Nacken und so. Und Gewichtszunahme und die andere hat mehr wirklich auch Schlafstörungen gehabt, hat aber auch gefunden, ich will mich gar nicht zu fest um das kümmern. Und meine Mutter war auch nicht so fest betroffen. Ja. Ja. Wie stehst du den Wechseljahren allgemein gegenüber? Also ist das vor allem so das Negative von diesen Symptomen, die einen belastet? Oder kannst du dem auch etwas Positives abgewinnen, also wenn du jetzt zurückschaust? Also eigentlich geht es ja auch wirklich darum, dass man das Image ist ja im Gesamten einfach schon nicht so toll und darum verschrickt man einfach zuerst einmal, wenn man irgendwie so Symptome hat und denkt, oh, also vergleichbar wie wenn man das erste Mal Mens hat quasi, oh, man hört zwar davon und jetzt ist es soweit. Ich finde es ist gut, wenn man sich mit dem wirklich auseinandersetzt, geht nachlesen oder redet darüber und ich glaube, um da geht es im Allgemeinen auch, wo du oder jetzt mit dem willst ansprechen, auch mit dem Gespräch. Ja, also man muss einfach reden mit anderen darüber und Erfahrungsberichte abholen und jetzt muss man die Frage noch einmal sagen, die du gestellt hast. Ob du mit dem auch etwas Positives dann kannst verbinden? Oder ja. hast du vielleicht auch im Gespräch mit Freundinnen oder mit der Familie wie so gemerkt, okay, es bringt mich auf eine Art vielleicht auch weiter, so der neue Lebensabschnitt? Kann ich jetzt nicht sagen, weiterbringen. Ich finde, es ist einfach eine Erfahrung, die einem weiterbringt, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ich glaube so. Es ist so wie sich ein bisschen, sich ergeben dem, aber nicht im Sinne von ergeben und nichts dergleichen tun, sondern wirklich sich mit dem auseinandersetzen. Und ich glaube, dem birgt es grosse Chancen, eben dem auch etwas Positives abzugewöhnen und zu sagen, okay, das ist jetzt der Moment. Also ich zum Beispiel habe es super gefunden, dass ich keine Mens mehr habe. Ich trauere an dem keinen Tag nachher trauert. Und ja, und irgendwie schauen, okay, kann ich da mit der Ernährung etwas machen? Was kann ich gegen die Schlafstörungen machen? Man kann sich Hilfe holen und ich glaube, das ist ganz wichtig. Wie offen bist du mit deinem Umfeld umgegangen? Also wenn du jetzt eben Symptome gehabt hast du dann offen über die Wechseljahre geredet? Oder ist das mehr so im Nachhinein, wenn du zurückschaust, wo du denkst,
hey, vielleicht hätte ich da auch noch ein bisschen mehr können, mit dieser und dieser Person darüber reden. Nein, man redet ja nicht gerade sofort mit allen darüber, aber man kann wirklich mit seinen Freundinnen darüber reden oder sagen, du, ich glaube, bei mir hat es jetzt angefangen oder so. Ich habe irgendwie plötzlich, ist echt das schon Menopause? Bist du eine von der Ersten? Nein, ich denke es nicht. Weil, also ich muss jetzt ja sagen, der Freundeskreis bei mir, das ist altersmäßig sehr unterschiedlich. Ich würde sagen, ich war wahrscheinlich eher eine Spati mit 54 kein Mens mehr haben. Und ich kenne aber auch Frauen, wo man eben vielleicht einmal kurz in einer Gruppe das angesprochen hat und du merkst, ey, jemand hat mit 45 ist schon alles abgeschlossen gewesen. Also wirklich schon alles hinter sich mit Hitzewallungen, kein Mens mehr und so weiter. Das finde ich schon spannend, wenn man dann eben merkt, wie unterschiedlich es ist und wie unterschiedlich dass man es empfindet. Mhm, ja. Du hast auch gesagt, die Männer haben eine ganz spezielle Rolle. Ja, Männer haben eine wichtige Rolle, finde ich. Also, wenn man einen Partner hat, dann finde ich es enorm wichtig, dass der eigentlich genauso aufgeklärt ist wie man selber. Weil das ist eine ganz wichtige Stütze in dem Ganzen, weil es ist wirklich einfach, eben, es ist nicht der Untergang von allem, aber es kann wirklich extremen Einfluss haben auf die Qualität des Alltags. Und es geht bis ins Arbeiten rein. Also eben, wir haben die 3 Hauptsymptome, Hitzewallungen, Schlafstörungen und Stimmungsschwankungen. Und da gibt es aber auch etwa 30 andere Symptome. Also bis Konzentrationsstörungen, Stimmungsschwankungen, die können so stark sein, dass du wirklich, dass du wirklich betroffen bist und beim Arbeiten Probleme hast und so weiter. Oder daheim Aggressionen, so viele verschiedene Gefühle. Und wenn irgendwie der Mann auch, weißt du, oh nein, hast du jetzt wieder, so wie bei den Menschen, oh nein, hast du Mens, finde ich extrem wichtig, dass man genau dort auch mehr aufklären und sagen, hey, es sind keine Despektierlichkeiten nötig. Man kann zwar, Humor ist immer gut bei solchen Themen, aber man soll es nicht einfach nur lustig nehmen, weil es ist etwas, das alle durch, das alle betreffen. Und wenn man Glück hat, ich habe gehört, 1/3 betrifft es fast nicht oder fast kein Symptom. 1/3 hat mittlere Symptome, ich würde jetzt sagen, ich bin so dort zwischendrin. Und 1/3 hat aber extrem starke Symptome. Und was auch noch zu sagen ist, das ist nicht etwas, das in einem Jahr abgeschlossen ist, sondern das kann, man sagt, nach den 40 kann das schon anfangen, teilweise auch schon früher. Und bis das ist ein Östrogen, löst das Ganze auf, das ja irgendwie einfach runtergeht. Die Produktion von Östrogen geht zurück. Und bis das alles eingespielt ist, das ist dann die ganze Zeit, wo einem das betreffen kann. Das kann 10 Jahre sein. 10 Jahre ist viel von meinem Leben. Also wenn man 10 Jahre lang verschiedene Beschwerden hat, ist das nicht ganz ohne. Und wenn man dann irgendwie keine Unterstützung hat, ja, finde ich schwierig. Also Aufklärung auch bei den Männern, wie aber auch bei den Frauen, ist nötig. Und wir haben einmal auch noch darüber geredet, wegen Ärzteschaften, und ich auch gehört habe, dass der Arzt selber das wird sehr stiefmütterlich behandelt in der Ausbildung. Und auch da ist, glaube ich, Luft nach oben. Genau. Das könnte eben ein Aspekt sein, dass es sozusagen von der medizinischen Sicht zu wenig darauf fokussiert wird. Was hast du das Gefühl, was führt sonst noch dazu, dass die Wechseljahre so fest gesellschaftlich stigmatisiert sind? Ja, es hat ein schlechtes Image und um das geht es ja auch. Oder? Es hat so etwas Verstaubtes, es wird mit Altsein in Zusammenhang gebracht und nicht mit einfach einer Beschwerde, wo ganz natürlich und normal ist. Und um das geht es, glaube ich, dass es normal ist und wird und dass man kann ohne Hemmungen darüber reden kann. Und ich glaube, die Scham, es ist sehr schambehaftet. Und es ist schambehaftet, weil es ein schlechtes Image hat, eben weil es so verstaubt ist. Also das eine führt wie zum anderen und wo fängt man jetzt an? Also wie kommt man dazu, dass man da ganz natürlich darüber reden kann? Sagen, das ist keine lustige Sache und mir geht es im Fall so und so. Und dass man sich nicht genieren muss,
dass man ganz offen darüber reden kann, einmal bei einem Besuch am Samstagabend, bei einem Essen oder im Restaurant und so weiter. Ja. Hast du das Gefühl, da haben wir schon ein Fortschritt gemacht? Ich denke, es ist am Tun. Es ist am Tun, wie auch das Thema Menstruation. Ich meine, wenn ich jetzt vergleiche, meine Generation, wie wir umgegangen sind mit dem und was heute der Fall ist, wie man mit dem probiert, anders umzugehen, wie man Sachen benennt, dass man nicht mehr sagt Schamlippen, weil es hat nichts mit Scham zu tun, dass man sagt Vulvalippen zum Beispiel und so weiter. Also da ist etwas am Tun. Ja. Ich finde, bei den Wechseljahrgeschichten dort ist ganz klar, dort muss man noch etwas unternehmen. Ja, habe ich auch das Gefühl, dass das Thema Menstruation irgendwie schon ein bisschen mehr angekommen ist und die Wechseljahre aber wie einen Schritt mehr sind auf eine Art. Ja. Wie hat sich bei dir persönlich das Gefühl für deine Weiblichkeit über die Jahre entwickelt oder verändert? Ja, ich glaube, das könnte man zu dieser anderen Frage noch gesellen, wegen einem positiven Aspekt, dass ich wie auch gemerkt habe, also eben nicht mehr fruchtbar sein, wo man ja dann ist, wenn man keine Mens mehr hat, dass man irgendwie aber auch andere Seiten kann anfangen geniessen oder irgendwie sagen, hey, ich werde zwar älter, wir alle werden älter, wenn wir Glück haben, und ich gebe nicht einfach jetzt auf oder wie schaut man sich selber an. Ich will auch ein Vorbild sein, ich bin auch Mutter und ich merke, das ist für mich auch noch ein Thema. Ich will Vorbild sein für meine Tochter, dass ich nicht irgendwie eben graue Haare ist auch immer verbunden mit Altsein. Und eben die Wechseljahr-Geschichte ist auch so etwas, wo mit alt zusammenkommt. Und ich glaube, das sollte einfach langsam so sich einfach ein bisschen verfliessen. Und ich glaube, da muss jeder einen eigenen Weg finden, etwas Positives rauszuholen. Und es gibt es gibt Positives daraus zu ziehen, ganz klar. Das ist schön. Ja. Jetzt freue ich mich fast schon auf die Wechseljahre. Ja. Ich habe noch 2 letzte Fragen an dich. Was kannst du Frauen, die kurz vor dem Wechseljahr stehen oder die in den Wechseljahr sind, was könntest du denen mit auf den Weg geben, aus deiner Erfahrung? Dass sie vielleicht mal einmal nachlesen, was es alles für Symptome gibt, dass man auch das dann zuordnen kann, weil ich glaube, um da geht es, dass man irgendwie merkt, also ich habe auch gelesen, jemand hat totale Konzentrationsstörungen gehabt oder eben immer das sich schlecht fühlen, sich erschöpft fühlen und das überhaupt nicht dem Wechseljahr teilt. Und ich glaube, wenn man eben aufgeklärt ist und man das zuordnen kann, das ist ja wieder der erste Weg, dass man kann sagen, okay, gut, da gehört es dazu. Ist nicht der Weltuntergang, man soll sich aber auch nicht einfach dem Schicksal so ergeben und das unter den Tisch wischen. Und das ist ja eben wiederum das Thema. Was kann man machen? Bewegen, frische Luft, Ernährung. Und dann gibt es Präparate, die man nehmen, zwar natürliche wie auch hormonelle. Und das ist auch etwas, was sich geändert hat. Nämlich Hormone kann man tatsächlich auch nehmen. Und das war irgendwie ganz lange konnotiert mit Brustkrebs, weil da dann wieder eine Studie mal rausgekommen ist. Und dass es aber heute ganz viel besser angepasste Hormone gibt. Und für Leute mit ganz starken Symptomen, dem bin ich auch ein bisschen nachgegangen, die brauchen das dann halt. Und man kann das aber zusätzlich mit natürlichen Präparaten unterstützen. Und genauso eben, die Palette ist ja riesig mit diesen verschiedenen Symptomen und genauso verschieden kann man auch für Unterstützung schauen. Und hast du einen guten Rat für Frauen wie ich, die mit ihrer Fruchtbarkeit stehen und die Wechseljahre noch recht lang oder einige Jahre zumindest weg sind? In welcher Hinsicht? Ein guter Lebensratschlag. Ein guter Lebensratschlag. Genieß es. Genieß jung sein, genieß
alles irgendwie einfach, ich glaube, immer den Moment genießen und dort, wo man drin ist. Weil jeder Moment kommt ja wie nicht mehr, oder? Also das Jugendlichsein, dann so älter werden, 30er Jahre, die habe ich super gefunden. Und es geht irgendwie alles so schnell vorbei. Und ich glaube, jedes Jahrzehnt hat so ganz schöne Teile an sich, die man geniessen kann. Ein wunderschönes Schlusswort. Danke vielmals, Maya. Schön, bist du da gewesen. Danke auch, Celine. Gerne. Wie stehst du dem Wechseljahr gegenüber? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Wir sind noch jung und freuen uns darum über jeden Support. Ein Dankeschön an die Frauen von der Villa Pell hier in Baden, wo wir heute zu Gast sein durften. Und ein grosses Dankeschön auch an dich. Schön, dass du bis hierher geschaut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!